Whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Im Sommer 2013 hatte Johnnie Walker nach Hamburg zur großen Ankunft des Schiffes Voyager eingeladen. Die Voyager unternimmt eine Reise um die Welt, um die Premium Blended Whiskys von Johnnie Walker vorzustellen, und auch ein Team von The Whisky Store war eingeladen. Hamburg, das Tor, das deutsche Tor zur Welt, überall vom Wasser umgeben, und die gründenden Blässhühner erinnern an den Starnberger See. Überall war Premium angesagt, nicht nur bei der Premium Blended Whisky Range von Johnnie Walker, nein, auch bei der Unterbringung. So wurden alle Gäste im ersten Hotel am Platze im Atlantik einquartiert. Vorgestellt wurde der Johnnie Walker Odyssee als Neuerscheinung, und in seinem Kielwasser, um bei der maritimen Sprache zu bleiben, gab es den Johnnie Walker Gold, den Blue und den Platinum mit 18 Jahren. Und ich blende Ihnen hier mal die Verkostung zu den einzelnen Videos nacheinander ein. Das Hotel Atlantik, sehr stark mit der Seefahrt verbunden. Hier sieht man alte Instrumente zur Bestimmung des Sonnenstandes und zur Bestimmung der Position des Schiffes auf dem Meer. Das Schiff Voyager, auf das eingeladen wurde, ist ein Segelschiff, geht zurück in die 20er Jahre, in denen der Johnnie Walker mit Hilfe der Schifffahrt seinen Siegeszug über die Welt nicht antrat. Das passierte bereits viel, viel früher, aber nein, so richtig in Fahrt kam. Hier Bilder einer alten Zeit. Das Hotel Atlantik ist eine Institution in Hamburg, und was wenige Menschen wissen, der Wahlhamburger Udo Lindenberg wohnt in diesem Hotel seit Jahrzehnten, und er ist auch ein Maler, und viele seiner Bilder schmücken die Flure und die Räumlichkeiten der Hotels. Überall war Premium angesagt. So gab es einen Shuttle-Service hin zur Speicherstadt, durchgeführt von Mercedes-Benz mit der neu vorgestellten E-Klasse samt Chauffeur. Eingeladen waren Stars und Sternchen, wobei man schon zur Society gehören musste, um diese Sterne dort alle nicht kennenzulernen, wiederzuerkennen. Die Speicherstadt ganz neu, hochmodern, und hier sieht man schon den Dreimaster, die Voyager, liegen, die allerdings die größten Strecken immer mit Motor fährt und sich durch Segel unterstützen lässt. Die moderne Zeit ist schneller geworden. Früher hatte man mit den Segelschiffen viel mehr Zeit. Hier ein Schwenk über die neu gebaute Speicherstadt. Eingeladen waren sogenannte Game Changer, Leute, die also die Regeln am Markt ändern, darunter auch der Ex-Fußballprofi Christoph Metzelder. Entschuldigen Sie mich, ich bin im Fußball nicht so bewandert. Ein Sternekoch Nelson Müller, dazu jede Menge von Diageo, hohe Repräsentanten, und dazu auch der Whisky-Experte Tom Jones, der Muttergesellschaft Diageo, der einen längeren Vortrag im Laufe dieses Videos hält, allerdings auf Englisch. Im Hintergrund, die ewige Baustelle, die Elbphilharmonie, die mit Riesenschritten, mit riesig geldigen Schritten der Vollendung entgegenstrebt. Am heutigen Tage schönster Sonnenschein, für Hamburg ungewöhnlich hohe Temperaturen, war zur Johnnie Walker Gold Label Reserve Party eingeladen, wobei es für die Fachleute durchaus auch einen Odyssee zu verkosten gab. Für Sterns und Sternchen gab es vor allem Johnnie Walker in Form von Cocktails mit Orangenschale, mit Eis, aber keine Cola.
Hier ein Blick auf die Zugangsbrücke und oben stehen die Touristen, was denn die Großkopferten hier unten alle zu tun haben. Das Catering vom Allerfeinsten. Die Drinks, The Whisky Store, waren die einzigen, die den Whisky pur und ohne Eis genossen haben. Hier ging es also mehr um Sehen und Gesehen werden, um Kommunikation, um Austausch, denn um die innersten Werte der Whiskys. Nun, dafür ist ja auch der Fachhandel zuständig. Auch an einem Boot aus den 20er Jahren, auf dem Musik der 20er Jahre spielte, gehört heutzutage mindestens ein modernes Radargerät. Man will ja schließlich auf dem weiten Ozean nicht verloren gehen oder gar wie die Titanic mit anderen Schiffen zusammenstoßen. 200, 300 Gäste drängten sich auf dem Schiff und innen im Schiff ein größerer Raum zur Vorstellung und zum Vortrag der neuen Whiskys. Und jetzt erlauben Sie mir, mich hier an dieser Stelle auszuklinken und lauschen Sie den Vorträgen der Game Changer, der Rule Changer und anschließend der Whisky-Fachleute. Ganz hier oben sehen Sie eine neue Flasche Johnnie Walker Odyssey stehen. Von Johnnie Walker, den John Walker Odyssey. Sie sehen hier in Flaschen, die drehen sich so ein bisschen, die sind überall abgebildet, ein nagelneues Produkt im Luxusbereich. Und dieses Produkt ist angelehnt auch wieder an eine Innovation damals, das war ungefähr vor 80, 90 Jahren, als die Familie Walker sich gedacht hat, ich möchte ein Premium-Produkt positionieren. Und was haben die gemacht? Die haben ein Produkt entwickelt für die Luxusliner der Zeit damals. Und die Flasche ist die Innovation da drin, die hat keinen geraden Boden, die hat sich immer mitbewegt. Wenn das Schiff sich bewegt, hat es immer gerade gegeben. Das war eine Innovation, hochklassiges Produkt. Und das ist, was Johnnie Walker Super Deluxe versteht. Das ist insbesondere wichtig, weil Deutschland, für uns auch wichtig, weil Deutschland ist einer der Marken oder der Märkte, in denen Luxusartikel signifikant wachsen, neben Asien. Und deswegen freue ich mich auch, Partner dieser 3 Tage vorzustellen, die mit uns zusammen dieses Schiff nutzen. Das eine ist Mont Blanc, die haben heute eine Weltpremiere gehabt für einen neuen Stift. Ich habe ihn leider nicht gesehen, was nicht da war, aber es soll super gewesen sein. Jeder weiß, wofür Mont Blanc steht. Ja? Das zweite ist Mercedes-Benz. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Deutsche Premium-Arbeit, ja, Made in Germany, perfekt. Alsterhaus, für mich das Kaufhaus in Deutschland und ich glaube auch in Europa. Weil da geht der Konsument in den kleinen Luxus zu genießen. Ja, das Einkaufen ist anders, als wenn ich in einen Edeka, in einen Rewe gehe. Ich möchte jetzt keinen auf die Fahne treten hier, aber es ist so. Und als last but not least, ein Name, der für Hamburg steht, das Atlantik, mit dem wir auch diese 3 Tage zusammen verbringen. Luxusbrands, alle unsere Marken, die wir im Luxussegment ansiedeln, da gehört zu einem sehr großen Teil unsere Single-Malt-Range dazu. Andere Marken wie Zacapa, Ciroc, Ketel One Vodka oder Grand Marnier. Aber auch sehr erfolgreich, speziell seit diesem Jahr, unsere Johnnie Walker Super Deluxe Serie. Es ist ein Portfolio, wir teilen die Johnnie Walkers auf in die Colors. Kennen die meisten von Ihnen Johnnie Walker Red Label, Gold Label, Platinum Label, Blue Label und unsere John Walker Sons Edition. Wenn man an Luxus denkt, denkt man wahrscheinlich auf der Welt nicht unbedingt als allererstes an Deutschland. Auch unsere Zentrale in London liegt in erster Linie an die Emerging Market, wie man sie nennt. Asien, Amerika, Südamerika sind immer die Märkte, die als allererstes auf die Uhr kommen. Was wir im letzten Jahr gemacht haben, wir haben zuerst im September letzten Jahres die erste neue Variante gelauncht, die sich Johnnie Walker Gold Label Reserve genannt hat. Kurz darauf auf die zweite Qualität Johnnie Walker Platinum. Und mit heutigem Tag haben wir auch eines der Flaggschiffe von Johnnie Walker, die Johnnie Walker Sons Odyssey gelauncht. Was wir jetzt schon berichten können, wir sind mit diesen Marken, wenn man sich Europa anschaut, Europa hat einen sehr wachsenden Scotch Whisky-Markt.
In diesem Markt ist Johnnie Walker der schnellst wachsende Super Premium Scotch, den es in Europa gibt. Wir konnten letztes Jahr ca. 7% mit unseren Marken in Europa wachsen. Und in Deutschland sind wir sagen und schreiben in den letzten Monaten 19% gewachsen. War etwas schwierig für dich heute, weil gestern zweimal Liz Finn übergeleitet hat zu mir, die wir heute sehr vermissen, die schon in London ist. Aber das ist natürlich auch super gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich recht herzlich, Sie heute hier als Gamechanger für Deutschland auf der Voyager begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine große Freude, dass vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Menschen, Unternehmer, Freunde aus dem Umfeld der Stiftung heute hier sind. Euch möchte ich ganz besonders herzlich hier an Bord begrüßen. Ja, ich bin in den letzten Wochen oft gefragt worden, Herr Metzelder, jetzt so nach Beendigung Ihrer Karriere, vermissen Sie das nicht, den Fußball? Und dann denke ich jetzt an meine Ex-Kollegen, die in diversen Trainingslagern in Österreich bei 35 Grad schwitzen. Und ich vermisse nichts und freue mich sehr, 3 Tage hier an Bord der Voyager zu sein. Auch wenn ich mich hier langsam als Matrose hocharbeiten musste. Jetzt nach der 3. Captain's Speech darf ich endlich auch mal aufs Oberdeck. Das ist schon ein kleiner Erfolg. Aber es gibt jemanden, der das Schiff sehr viel besser kennt, nämlich in jedem Detail, weil er seit Beginn dieser Reise, seit Shanghai, hier an Bord ist. Und er hat mir erzählt, er hat Taifune gekreuzt, er hat vor Somalia gegen Piraten gekämpft. Und das Allerwichtigste ist, an jedem Standort hat er die Menschen und die Gäste mit dem begeistert, was er am besten kann, nämlich sein unglaubliches Wissen über Whisky. Once again, it's a big pleasure for me to hand over to you, Mr. Tom Jones. Well, I'd just like to add my welcome to all of you on board Johnnie Walker and Sons Voyager, or as I refer to it, home. It's your home for this evening. I know we're going to have a fantastic night, some wonderful cocktails available, some great food and some great music too. And I'd like to invite all of you at any point during the evening, if you'd like to join me downstairs, and we'll taste some Johnnie Walker Gold Label Reserve and talk a little bit about the company I work for, John Walker and Sons. But I'll keep it brief. Let's have a great night, enjoy yourselves, and thank you very much indeed. Good night. Thank you. Nun ging es unter Deck zur Besichtigung der Räumlichkeiten und zur Verkostung der ersten Whiskys. Die Sonne steht schon tief, ein schöner, warmer Abend steht bevor. Nicht ganz passend, viel Eis zu diesem hervorragenden Blended Malt Whisky. Hier noch einmal der Link zur Verkostung der Flasche. A much larger version of part of that map here that shows you where we've gone around Europe and where we're going next when we finish up in Edinburgh after we go to Copenhagen next. And the reason we were inspired by this to go on our voyage, to do this journey, because we wanted to create something real on a real boat with me sailing around the world, going to places where our whiskies have been now for well over 100 years, meeting old and new consumers, and thanking them and our customers for being great devotees or enjoyers of Johnnie Walker. So we'll go back upstairs. Tonight with all that Gold Label Reserve, I have a bottle of that in my hand, so I'll place down here. I'll place it here for a very specific reason, because in a moment you'll see why we have this rather grand table. Because we're a big company, but still what we do every day and a core part of our business is blending whiskey. And the process of identifying and nosing and understanding those whiskies takes place on a large table very similar to this one. But it's usually covered with hundreds of bottles of whiskey, 400 or 500. And we thought if we did that on a boat with lots of guests, it would be a pretty bad idea. So we created instead this, which is our e-blending, our electric blending table. And what that does is it brings to life the flavours and aromas from fresh fruit, vanillas, to even our signature smoky flavour. It brings all of those together and really gives you an idea of the sorts of flavours and aromas that you can expect to find within a whisky such as Johnnie Walker Gold Label Reserve. So the images will flash around as you'll see some peat here,
and in a moment it'll change. You'll see a map of Scotland. You'll be able to see the islands and the highlands, everywhere where our whiskies come from, because we have 28 distilleries all over Scotland, in the islands, Speyside, the Highlands, and indeed the Lowlands as well. All of these come together from beautiful locations. This one, the only day of summer we had last year. But they all come together to make the flavours that make our whiskies. And we've been blending them for over 190 years, since our founder, Mr. John Walker, started the company as a 15-year-old boy. It was a grocery store then, in a room no bigger than the one we're in tonight. A very small business, but he built it up. He learned about blending teas. He had a passion for flavour, so he started blending whiskey in a time when whiskey was, well, it had varying degrees of quality. But he made a consistent product. He tasted the whiskies. He found out where they were from, and created a blend that became the toast of the city that he lived in. So much so that when he passed the business on to his son, Mr. Alexander Walker, he had been well educated, unlike John, who was the first member of his family to read and write. He'd had a good education, he understood business, he'd worked in the whiskey industry, he probably had longer fingernails than me. But he took over the business, and he decided that he could see that his father's whiskey was very popular, and he wanted to turn it into a whiskey that was drunk and enjoyed all over the world. Now this was in a time when, great sound, this was at a time when we didn't have computers. You know, you can reach into your pocket now and you've got a device that sends emails, you can book flights, you can speak to people from the other side of the world. We get so used to this. None of that. No aeroplanes. The railways had only just really arrived in Scotland, and we didn't have a reliable postal service, which we still don't really have a reliable postal service. But, anyway. But what this man did, he went and spoke to ship's captains in the ports like Glasgow and Greenock. Ships no bigger than this one. This is a schooner, 3-mast schooner. Many of them would have been clippers, arrived in Scotland laden with produce, but they often left quite empty. So he seized on that opportunity. It was a money-making opportunity for the captains as well. They became our first brand ambassadors, and when they sailed around the world, they took our whiskey, and it became so popular that within 30 years of being just a one-time whiskey, we were winning awards as far afield as Australia. Our whiskey was being enjoyed in China, South America, South Africa. Became the biggest brand in the world. But he did a few more things, Mr. Alexander Walker. He was a very clever man, very innovative, and he listened to the ship's captains who told them of the storms that they encountered. And I've had a few stormy seas when we've been on board, and everything moves and bottles slide up and down and they rattle around. And the captains told him that the hard wooden cases that the whiskey came in, the round bottles, used to really rattle, and they'd break quite a few. They'd lose money. They also wouldn't have so much to maybe enjoy while they were sailing, which is probably true. So he created a square bottle that would fit snugly inside the case, so no rattling, no movement, and most importantly, no breakages. Happy captains all round. But the great thing was that this threw out a challenge, because our whiskey in those days, it wasn't just called Gold Label or Red Label, it was called John Walker and Sons, very special old Highland whiskey, a huge name. So he turned the angle of the label so he could get more of the print on. And that's how we got the iconic bottle that we still use today. And it first appeared because of Alexander Walker in 1867. So a date to remember in our company, to celebrate. And celebration is very key throughout the history of the company. Alexander Walker would reward directors and good customers with special blends. And in fact, when his son Sir Alexander Walker took over the company, he too used to reward the customers with a director's blend every year, celebrating the art of blending whiskey together. And indeed, we call this our celebration whiskey because it celebrates that long history. Do you want to try some? Yep. Yeah. Excellent. Well, what we'll do is, just to show you how great this whiskey is for mixing as well as trying on its own, I'm going to put it over crushed ice, which will chill it right down. How many people have got? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Excellent. Over crushed ice, which will chill the whiskey. It'll close down some of the flavours, but it'll also enhance and make others more obvious and apparent. It'll change the texture of the whiskey so it's rich, silky, and smooth, almost like runny honey. And then I'll put a small slither of orange zest just to lift out the already present citrus notes that you'll find within the whiskey. So we'll have honeyed sweet vanilla tones,
a little bit of citrus as well, and then as it warms up, gentle, soft fruits moving into a hint of spice and smoke. Does that sound okay? Yep. Yeah, great. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, and 1. Aber hast trotzdem Ja, ich war ja mit Schule, ich konnte nicht zurück, weißt du? Nur als ich zurück wollte, war es ja einfach so. Pass these round. Pleasure, thank you. Thank you. Everyone have us one? Oh, thank you very much. Okay. Press the magic buttons to make the table come to life. It's all part of the image, it makes it fun. So if you get your whiskey, have a nose if you wish. Because it's over crushed ice, you won't smell so much. You might get a hint of the orange zest just lifting off the glass. The key is we've changed the temperature, it's started to dilute, lowers the alcohol content, it brings out the lighter flavours, and as it warms in your mouth, those flavours build and build. It's like walking through a series of doors, and as each door opens, you're in a room full of new fragrances and flavours. Shall we try? Cheers. Cheers. And what you're tasting there is a blend of sweet Highland whiskey, which has quite a thick mouthfeel consistency, blended with some fruitier Speyside whiskies, and some West Coast and Island smoke in at the end. Just beautifully balanced. Nice and chilled, very refreshing, and as it warms through, those flavours build and build. And that hint of orange zest just lifts it gently. You have a question? No. Okay then. Okay, everything's fine. So, enjoy. Cheers, 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 cheers. So, if you want to take any photographs of the room, I began blending whiskey. It was that idea that was the foundation of what we went on to do as a company, as blenders. It was Alexander that took that blend and then put it into a square bottle, angled label, and sent it around the world on ships, making brand ambassadors out of the captains. So he made it big business and a global iconic brand. It was there a reason? Was it a reason for the square bottle, or it was absolutely it was. Yeah. So when in the old days on board the ships, the boxes that we used weren't cardboard; they were wooden crates, and the bottles were round. They used to put straw on them, but they wouldn't rattle and they could break. So the square bottle fitted snugly in the box and wouldn't move, wouldn't break. And as you said, it made the box slightly smaller. So the ship's captains were ready to make money. You know, they didn't just taste the whiskey and go, "Oh, that's fantastic, let's do it." They wanted to make money as well. It's very important for them. But you know,
That's what inspired it. And then because you've got a smaller facet to put the label on, he turned the label at the angle because our whiskey was called Johnnie Walker and Son Special Old Highland Whiskey. We learned around in the 1900s that people were just calling it red label and black label, so we changed the name, of course. But that's how that inspired. Then, changing the business again, Sir Alexander Walker, he recognised that all we were doing was blending whiskey that we bought. So he decided, well, let's buy distilleries. But the key thing at the heart of everything that drove these gentlemen was flavour. Because John recognised the flavour in whiskey was inconsistent, so he came up with a way of sorting that out. Alexander distills, the way he worked, the size of the stills, Hier noch einmal die Stars der Vorführung, Blue Label, Platinum und Johnnie Walker Odyssey und den soeben verkosteten Johnnie Walker Gold Label Reserve. Hier die Utensilien des Striding Man, des Dandy mit Zylinder und Spazierstock, die Galerie des Johnnie Walkers in den Bildern. Das Schiff mit Kapitänskajüte, mit Vorstellung der Weltkarte, die Positionen, an denen die Voyager anlegt, durch kleine Kristallschiffe gekennzeichnet, Sitzecken, alles vom Feinsten für die tollsten Häfen der Welt. Die Reise begann in Portofino, wird um die gesamte Welt führen und endet dann über die Weltmeere, die Kontinente und endet dann in Edinburgh, der Hauptstadt von Schottland. Ein Riesenaufwand, um die Prominenten der Welt zu erreichen, um Johnnie Walker in den Köpfen der Upper Class zu verankern und wenn es auch nur zusammen in einem Cocktail ist. Hier die Karte von Europa, es geht aber auch weiter nach Asien und da wird diese Karte ausgetauscht. Jeder Abend geht zu Ende, irgendwann ist jede Ecke des Schiffs gefilmt und es geht wieder zurück zum Hotel Atlantic, das an der Strand den Abend eröffnet. Die Bar im Hotel Atlantic ist wohlgefüllt, auch mit wilden Whisky und ein Teil der illustren Gesellschaft beschließt den Abend im Hamburger Szenerie und Cut zu verbringen, worin die andere Hälfte sich im Atlantik in der Bar gemütlich macht.
Und dann ist es Zeit, Hamburg auf Wiedersehen zu sagen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.